Hallo, wir sind Mandy, Marius und Marlo und wir leben schon seit 8 Jahren auf unserer Baustelle. Kommt doch mit rein. Wir nehmen euch gleich mal mit in unser Wohnzimmer, rein in die gute Stube. Als wir beide hier unser Bauernhaus begonnen haben zu renovieren, war ich 26, er 25 und Marlo war noch nicht geboren. Ganz am Anfang wollten wir hier eigentlich nur mal Heizungsrohre verlegen und Heizkörper anbringen und dann noch schön neu streichen, aber das hat sich dann alles ein bisschen anders ergeben. Spätestens als wir dann die ersten Steckdosen beisetzen wollten, haben wir gesehen, wie früher die Elektrik so gemacht wurde und über Generationen immer was dazu gebastelt, so dass ich das als Risiko eingestuft habe und nicht so lassen wollte, nicht, dass uns die Bude danach abfackelt. Und dann haben wir entschlossen, okay, dann machen wir es jetzt richtig. Da drüben befand sich die Küche. Und hier in der Ecke befand sich dann das Esszimmer. Und da haben wir einmal komplett einen Durchbruch gemacht. Hier ist unser Herzstück, der Grundofen. Einmal wieso Grundofen? Der Name kommt daher, weil das Feuer halt auf dem Grund liegt und nicht wie bei zum Beispiel Heißluftöfen unten drunter eine Schublade ist, wo man die Asche auswechseln kann. Einer der größten Unterschiede bei einem Grundofen zu einem normalen Heißluftofen ist halt, dass die Energie in etwa 4-mal so effizient ist. Das kommt auch dadurch, dass man die Hitze speichert. Im Innern des Ofens sind dann auch Schamottrohre verlegt. Die laufen dann einmal hier komplett durch unsere Bank bis nach hinten durch. Und dann ist die im Winter richtig schön mollig warm. Wir sind auch super happy, endlich ein Wohnzimmer zu haben. Nach fast 8 Jahren ohne Wohnzimmer und immer bei Freunden auf der Couch sind wir natürlich umso glücklicher, dass das jetzt alles hier fertig ist und wir unser eigenes Wohnzimmer haben. Ein anderes sehr großes Projekt hier im Wohnzimmer war diese Steinwand hier. Die hat uns sehr viel Mühe und Zeit gekostet, weil wir haben nicht schlecht gestaunt, als wir hier die Küche, die davor hier stand, weggemacht haben. Wo sich dann diese Wand dahinter verborgen hat. Und genau, da haben wir alle Steine einmal komplett freigelegt, abgeputzt und nochmal neu verfugt. Und für mich ging es tatsächlich am besten einfach Lehm auf die Hände und das so an die Wand und dazwischen klatschen. Deshalb sieht man auch hier und da ein paar Fingerabdrücke noch von mir. Und jetzt liebe ich die Wand einfach abgöttisch. Ich hatte hier mal vor kurzem ein Bücherregal davor stehen, aber das ging für mich dann irgendwie gar nicht, weil ich finde, die Wand, die muss irgendwie so viel Liebe wieder drin stecken, bis die einfach sichtbar bleiben. Dadurch, dass hier im Wohnzimmer die Fenster etwas kleiner sind, haben wir dann etwas untypischerweise zu unserem Gäste-WC hin eine Glastür eingebaut. Und das Gäste-WC, das zeige ich euch jetzt. Damit man sich auf der Toilette sicherer fühlt, haben wir dann hier so eine Wand als Sichtschutz gebaut. Abwasserrohr habe ich auch tatsächlich hier komplett erneuert, so dass es auch Tage gab, da gab es keine Toilette hier im Haus. Und wenn dann doch jemand halt einmal dringend auf Toilette musste, habe ich das Rohr dann provisorisch wieder zusammengesteckt. Der Toilettengang wurde vollzogen und danach wurde weitergearbeitet. Hier haben wir Zeitschriften, die waren oben im Kinderzimmer unter dem alten Fußboden als eine Art Dämmung verlegt. Und da haben wir uns die Zeitschriften natürlich alle einmal so ein bisschen durchgeschaut und Bilder gefunden, die dann so ein bisschen mit dem Thema Waschküche auch was zu tun haben. Dann zeigen wir euch jetzt die Küche.
Ja, die Küche, das war eigentlich eins unserer ersten Projekte. Das war früher die gute Stube. In unserem alten Schweinestall gefunden haben wir unter anderem diese Werkbank hier. Und der Schweinestall, muss man sagen, das ist so eine richtige Fundgrube. Also da haben wir schon so vieles gefunden, dass wir hier irgendwie im Haus mit integriert haben, damit es nochmal so ein neues Leben bekommt. Und hier sitzen wir hauptsächlich, um mal so zu frühstücken, eine Tasse Kaffee zu trinken oder auch einfach mal aus dem Fenster zu schauen. Ein anderes Schmuckstück haben wir drüben in unserem Esszimmer. Das war auch, als wir eingezogen sind, der Esstisch. Allerdings wurde der laut Erzählungen auch als Schlachttisch unter anderem, aber auch als Backtisch benutzt. Das heißt, auf diesem und um diesen Tisch hat einfach schon richtig viel Leben stattgefunden. Die ganzen Erzählungen von unter anderem dem Haus, aber auch die Gegenstände, die bekommen wir von unserer alten Vorbesitzerin. Die hat selbst hier in dem Haus gelebt und ihre Familie hat 6 Generationen hier gelebt. Das Haus ist also schon sehr alt, ungefähr 230 Jahre mittlerweile. Jetzt zeigen wir euch aber erstmal unsere Baustellen. Einmal haben wir halt hier den oberen Teil von unserem Flur, der wirklich noch komplett im Rohbau ist. Und die letzte große Baustelle. Das ist unser Badezimmer. Lange Zeit haben wir hier in der provisorischen Dusche geduscht. Ganz praktisch, weil die links, rechts überall hin verfrachtet werden konnte. Wir haben die angeschlossen mit Gartenschläuchen. Die Dusche fängt an, so ein bisschen den Geist aufzugeben, aber in einem ist auch hier unser Duschbereich so gut wie fertig. Uns fehlt eigentlich nur noch die Versiegelung hier an der Steinwand und dann können wir quasi auch hier in unserem mediterranen Duschbereich duschen. Mitten im ganzen Schlamassel bin ich dann auch noch auf der Baustelle quasi schwanger geworden. Mit Kinderkriegen kann man ja auch meist nicht so ewig warten und deshalb haben wir uns dann dafür entschieden. Ja, da hat man schon so seine Höhen und Tiefen miterlebt. Von unserem letzten unfertigen Raum gehen wir dann jetzt mal in den Raum, der zuallererst fertig wurde. Und zwar war das unser Schlafzimmer. Da war ich damals in der Schwangerschaft recht froh, den Raum überhaupt zu haben, weil wir ja da noch kein Wohnzimmer hatten. Das heißt, gefühlt meine komplette Schwangerschaft habe ich hier auf dem Bett verbracht. Da es unser erster Raum war, den wir hier saniert haben, ist der Stil auch noch komplett ein anderer gewesen. Wir haben hier eher, ich nenne es mal clean gearbeitet. Die Mauern, die wurden nicht so groß ausgespart. Es waren so kleine Fensterchen, wo wir uns dann rangetastet haben. Wir haben hier noch mit Tapete gearbeitet. Hier haben wir die Tapete mittlerweile wieder runtergerissen. Mandy hat dahinter Schimmel vermutet. So wie es aussieht, dürfen wir den Raum nochmal neu machen. Als nächstes zeigen wir euch das Kinderzimmer. Hier sind wir in Marlaus Reich. Der kleine Sohnemann, der ist jetzt 5 Jahre alt und
Ja, vor allem mir war es, glaube ich, besonders wichtig, dass innerhalb der Schwangerschaft dieser Raum hier fertig wird. Und das wurde er im Endeffekt auch eine Woche vor der Geburt. Und irgendwann war Marlo dann auch in dem Alter, in dem er natürlich sehr gerne mit auf der Baustelle war. Er hat da mit seinen Baggern dann immer so ein bisschen rumgebaggert. Hier hat Marlo dann auch ein bisschen seinen eigenen Touch mittlerweile mit reingebracht. Und wenn wir hier schon bei der kreativen Ecke sind, passt, glaube ich, unser nächster Raum ganz gut dazu. Hier in unserem Büro kombinieren wir so ein bisschen Hobbyraum mit Arbeitsraum. Und dann sieht man hier auch an der Decke, das war eine richtige Sisyphus-Arbeit, weil die Brettchen, die wurden dann einzeln rausgenommen, alle nummeriert. Mandy hat die dann einzeln geschliffen, lackiert oder weiß gefärbt. Nägel rausgenommen. Und dann wurden die wieder 1:1 wieder hier eingebaut. Wir haben uns halt in der Schule damals kennengelernt und sind auch dort zusammengekommen. Und uns verbindet so ein bisschen, dass wir halt Bautechnik gelernt haben. Das heißt, so eine Grundahnung von dem Ganzen haben wir. Auf so einer Baustelle hat man natürlich auch sehr viele Konfliktpunkte. Aber ich sage immer, wir streiten uns über Dinge, über die sich andere Paare nicht streiten. Und wir streiten uns eher über Farbe und Zentimeterunterschiede oder so ein Kram. Mandy ist tatsächlich so, dass sie eher das Optische sieht, wie soll es aussehen, und dann kommt sie ab und zu auf Ideen, wo ich mir denke, so, wie soll das funktionieren? Das muss auch irgendwo funktionell bleiben. Ja, ich glaube, du findest den Stil ganz okay, ne? Das könnte ich immer. Dann gehen wir jetzt zum Schluss nochmal raus in den Innenhof und in den Garten. Hier befinden wir uns dann in unserem Innenhof. Hier ist tatsächlich eigentlich noch nicht so viel passiert und deshalb haben wir spaßeshalber mal eine KI gefragt, wie das ausschauen könnte. Wir wollen auch gerne einen Durchgang hier durch den alten Schweinestall bis hinten hoch in den Garten machen, weil wir aktuell noch über die Straße dafür müssen. Kommt mal mit. Hier oben haben wir dann quasi unser Hühnerreich. Die Hühner, die haben wir nämlich tatsächlich in erster Linie gar nicht wegen der Eier, sondern eben um deren Mist in unseren Beeten wieder zu verwenden. Natürlich essen wir auch die Eier, aber wir haben davon so viele, dass meist auch die Nachbarn und Freunde welche davon bekommen. Dass wir direkt von Anfang an auf der Baustelle gewohnt haben, das hat uns viel Zeit gekostet. Trotzdem ein Bauernhaus umzubauen war definitiv mein Traum und das würde ich auch immer wieder so machen, auch wenn ich Mandy dafür erstmal überzeugen musste. Ich wäre quasi auch in Fertighaus oder so gezogen, aber man lebt sich da irgendwie mit rein und man entwickelt da auch eine gewisse Passion mit rein. Und das Bad ist ja jetzt so im Endstadium, würde ich mal behaupten. Und genau, jetzt haben wir uns nochmal dazu entschieden, dem zweiten Kinderwunsch quasi nachzugehen. Und ja, Baby Nummer 2 ist jetzt unterwegs. Das war die Roomtour durch unser Bauernhaus. Für weitere tolle Häuser abonniert unseren Kanal oder klickt hier oder hier. Tschüss! Und tschüss.